Ein mysteriöses Monument im US-Bundesstaat Georgia beschäftigt Menschen auf der ganzen Welt. In 4 riesige Granitblöcke eingraviert sind Anweisungen für die gesamte Menschheit. Wer die Georgia Guidestones aufgestellt hat, ist vollkommen unklar. Stecken Bilderberger, die Illuminaten oder gar Außerirdische dahinter? Hallo Leute und herzlich willkommen auf ebird.com. Heute erkläre ich euch, was es mit den sagenumwobenen Georgia Guidestones auf sich hat. Es sind nämlich 10 Anweisungen an die gesamte Menschheit dort angebracht. Manche sprechen sogar von mehr und sogar versteckten Anweisungen, die in 8 der gängigsten Sprachen der Erde in den Stein gemeißelt sind. In massive Granitplatten eines rund 100 Tonnen schweren Monuments, und niemand weiß, wer das unglaubliche Bauwerk in Auftrag gegeben hat oder wem das Stück Land überhaupt gehört, auf dem es errichtet wurde. Sinngemäß übersetzt steht das Folgende auf den Georgia Guidestones: Haltet die Erde unter 500.000 Menschen, damit das Gleichgewicht der Natur immer gegeben ist. Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebendigen Sprache. Lenke die Fortpflanzung der Menschen, um ihre Vielfalt zu verbessern. Vereine alle Menschen mit einer neuen, lebendigen Sprache. Beherrsche deine Leidenschaft, deinen Glauben und auch deine Tradition mit gemäßigter Vernunft. Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und Gerichte. Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst regeln und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht ausfechten. Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte. Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen und sozialen Pflichten. Würdige die Wahrheit, die Schönheit und die Liebe im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen. Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde und lass der Natur genügend Raum. Sind das die 10 Gebote des 21. Jahrhunderts? Oder wie manche gar behaupten, die 10 Gebote der sogenannten Illuminaten? Wer weiß, wir können darüber wie immer nur spekulieren. Seit 1980 aber stehen die Georgia Guidestones auf einem Hügel, etwa 200 Kilometer von Atlanta entfernt. Und kein Mensch weiß, wer das gewaltige Bauwerk in Auftrag gegeben hat. Ja, nicht einmal das Land, auf dem sie stehen, lässt sich eindeutig einem Besitzer zuordnen, und bis heute rätselt man, wer hinter dem amerikanischen Stonehenge steckt, wer sich das ausgeklügelt hat. Auf alle Fälle sind 5 Steine miteinander gruppiert und ein großer Deckstein befindet sich darüber. Die Steine sind so ausgerichtet, dass sie in alle 4 Himmelsrichtungen zeigen. Zusammen wiegen sie sage und schreibe 100 Tonnen. Die eingravierten Botschaften sind in vielen verschiedenen Sprachen aufgeschrieben, darunter Babylonisch und viele andere uralte Sprachen, die heutzutage gar nicht mehr gesprochen werden, aber auch Hindi, Hebräisch, Arabisch, Chinesisch und Russisch. Und auf dem Deckstein prangt zudem ein merkwürdiger Spruch in babylonischer Keilschrift, wie bereits erwähnt, aber auch in Sanskrit und Altgriechisch. Es gibt sogar ägyptische Hieroglyphen dort. Diese Botschaft steht außerdem noch auf einer Bodenplatte wenige Meter von dem Monument entfernt. Dort werden die angeblichen Geldgeber für das Projekt genannt. Und zwar eine kleine Gruppe Amerikaner, die nach dem Zeitalter der Vernunft trachten, was immer das so heißt, aber leider wie immer keine Namen. Die Bodenplatte enthält darüber hinaus Hinweise auf astronomische Details und sogar eine mysteriöse Zeitkapsel. Sie soll unter dem Monument verborgen sein, gefunden hat sie aber angeblich bislang noch niemand. Was verwunderlich ist, denn regelmäßig gibt es dort Vandalen, die das ganze Monument umbuddeln und verschandeln mit Graffitis. In der Tat aber wurde ein Hohlraum entdeckt, der Platz für mögliche Zeitkapseln bietet. Dieser Hohlraum war aber angeblich immer leer. Wurde die Kapsel vielleicht niemals verbuddelt? Ist deren Inhalt vielleicht schon längst geborgen worden und zu brisant für die Öffentlichkeit? Nicht nur die Inschriften und die Konstruktion der Georgia Guidestones geben Rätsel auf. Offen ist auch die Frage, wer eigentlich hinter dem Bau steckt. Zwar wird auf einem Stein explizit der sogenannte Autor erwähnt, ein gewisser Mr. Christian. Ein Mann, der sich R.C. Christian nannte,
gab das Bauwerk auch 1979 bei der Firma Alberton Granite Finishing in Auftrag, mitsamt genauen Anweisungen und Plänen. Er bestand aber damals darauf, dass die Firma alle Unterlagen und Pläne nach Errichtung des Bauwerkes vernichten sollte. Es gibt also keine einzige Dokumentation mehr, die vom Originalauftrag berichtet. Aber viele amerikanische Magazine haben recherchiert und ein RC Christian taucht nirgendwo überhaupt auf. Und auch nach Recherche von diversen amerikanischen Magazinen gibt es gar keinen RC Christian. Der Unbekannte bezeichnete das Monument demnach als einen Kompass, einen Kalender oder eine Art Uhr. Es sollte unbedingt so stabil sein, dass es eine Katastrophe überstehen könnte. Aber was sollen die Orientierungstafeln bedeuten? Dazu gibt es auch unzählige Theorien, über die Verschwörungstheoretiker im Internet debattieren. Die Botschaften sind so rätselhaft formuliert, dass sie einen großen Interpretationsspielraum lassen. Zwar ist auch von gerechten Gesetzen Schönheit und Natur die Rede, gleichzeitig aber soll die Menschheit nun auf 500.000 Menschen runter reduziert werden. Ist das nicht eher teuflisch? Was passiert denn mit den anderen Milliarden Menschen auf dem Planeten? Und wer steckt eigentlich dahinter? Einige sind sich sicher, dass Geheimbünde beim Bau ihre Finger im Spiel hatten. Zum Beispiel die Illuminaten. Die stehen im Verdacht, eine sogenannte neue Weltordnung erschaffen zu wollen, die sogenannte New World Order. Sind die Inschriften also die Gebote dieser New World Order? Wahlweise wird auch manchmal der Rosenkreuzerorden als Architekt des Monuments vermutet. Dafür spricht nach Meinung der Anhänger von diversen Verschwörungstheorien und der Rosenkreuzer-Theorie der merkwürdige Name seines Autors. RC Christian soll demnach eine Anspielung auf den Gründer des gleichnamigen Ordens Christian Rosenkreuz sein. Aber es gibt noch mehr Spekulationen. Wer hinter dem Denkmal steckt, ist bis jetzt nicht bekannt. Einige verweisen auch auf die Bibel und behaupten, die Inschriften seien die 10 Gebote der Neuzeit. Das Gegenteil glauben christliche Aktivisten. Sie befürchten, dass es sich dabei um satanische Gebote des Antichristen handelt. UFO-Gläubige finden es merkwürdig, dass die 4 aufrecht stehenden Steine die Form eines X haben, wenn man sie aus der Luft anschaut. Für sie ist klar, es muss sich um einen UFO-Landeplatz handeln. Vielleicht hat das Monument aber eine ganz andere Bedeutung. Der amerikanische Autor Brad Meltzer stellte die Theorie auf, dass die Steine auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges aufgestellt wurden. Womöglich sollten sich die Botschaften deshalb an die Überlebenden eines 3. Weltkriegs richten. Wer weiß. Und an ihre Vernunft appellieren. Einen Aufruf an die Vernunft in den Inschriften liest auch Yoko Ono, die Witwe des Ex-Beatles John Lennon. Sie nannte die Botschaften einen bewegenden Aufruf zum nationalen Denken und widmete ihnen mit Georgia Stone sogar einen eigenen Song. Eine andere, eventuell logischere Erklärung wäre, dass die Guidestones vielleicht sogar ein kluger Marketing-Gag der Granitfirma selbst war, um so mehr Publicity zu bekommen, oder aber ein exzentrischer Millionär und Verschwörungstheoretiker mit sehr viel Geld wollte sich und seine Botschaft für die Nachwelt verewigen. Was haltet ihr von diesen mysteriösen Steinen? Bitte lasst es mich auf meiner Facebook-Page wissen. Diese erreichst du, indem du ganz einfach ebird.com in deinem Browser eingibst. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit den Worten merkwürdig. Aber so steht es geschrieben.